Grüß euch, ich bin's wieder, der Peter vom Atelier Mörd. Und im heutigen Video zeige ich euch, wie man einen C-Bügel birgt und einleimt. Tun wir beim Instrument wieder mal weiter. Und das Ganze mit musikalischer Untermalung vom Tobias. Danke! Also was brauchen wir dazu? Wir brauchen das Modell, das wir schon vorbereitet haben mit den Klötzen, ja, wie es im Video davor, in einem der Video davor zu sehen ist. Dann braucht man eine Backerl zum Einleimen, die im Prinzip genau angepasst werden eine, wo also die Zagenstärke fehlt, dann sind die beledert, ja, um das nicht zu beschädigen. Wir brauchen eine Zwingerl dazu, ein kleines Hammerl und einen Bleistift zum Anzeichnen, wie weit wir anleimen. Ja. Und jetzt gehen wir auf einen anderen Platz, dann zeige ich euch das. Wir haben uns ja die Zagen schon ausgehobelt und mit der Ziegel angezogen, dass sie von der Stärke her passen. Dann schneidet man sie vorher schon auf die richtige Länge an, weil man sie einfach leichter tut, wenn das nicht alles viel zu lang ist. Dann wird das Biegeeisen im Prinzip aufgekatzt, ja, so dass die Temperatur stimmt. Und das kontrolliert man am besten, indem man sozusagen ein bisschen Wasser nimmt und dann hört man das sofort, so wie ein Koch im Prinzip, sage ich einmal, in die Pfanne reinspuckt, bevor er was reinlegt, weil das hört man im Prinzip sofort am Geräusch, ob das dann stimmt oder nicht. Echt, jetzt machst du das immer? Naja, das kommt darauf an, für wen ich koche. Also es wird jetzt sagen, ganz kurz in ein kochendes Wasser eintaucht, ja, weil wir eine Feuchtigkeit brauchen zum Bieren, damit das ja nicht reißt. Ja? Und jetzt, wenn ich umgehe, darf ich nichts sagen, weil das Mikrofon ja nicht mit rennt. Hab ich es kapiert? Ich glaube, du hast es kapiert. Ah, Gott sei Dank. So. Und gleich wieder anschalten, weil wir immer Strom sparen. Also dicke haben wir es nicht, ne? So, dann gibt es ein sogenanntes Biegeblech dazu. Das hat den Sinn, dass die Feuchtigkeit drinnen bleibt und das verhindert auch das, dass das Ding bricht. Ja? Man hört das dann schon, es zischt und da hängt man es jetzt ein bisschen rein, weil so kann man es eigentlich ganz gut biegen, ohne dass da was passiert. Und da ist es wichtig, dass das Biegeblech wirklich schön anliegt. Ja? Wenn das Biegeblech gescheit anliegt, dann ist die Gefahr, dass da was bricht, wahnsinnig klar. Okay? So, dann fischen wir es einmal raus. Das ist die Oberseite, das ist die Unterseite. Und wir probieren es einmal rein. Ja? Also, das schaut ganz gut aus schon. Da gehört es ein bisschen stärker bei. Und unten wird es ein bisschen aufgemacht. Beim Biegeeisen ist es gut, wenn man sich nicht die Finger verbrennt, weil das ist schon so warm, dass es funktioniert. Unter Umständen geht man dann her und macht es einmal ganz leicht feucht, was jetzt aber nicht immer notwendig ist. Hoppala!
Und das sollte wirklich so sein, dass das noch ein Trockenbogen ist, ja? Wenn man es dann rein tut. Weil wenn das nicht trocken ist, sondern nur so Restfeuchte hat, ja, dann kann passieren bei einer Schwartenzahn, dass das nachher im halbfeuchten Zustand im Prinzip eingekeimt wird. Und der große Nachteil ist, das trocknet dann zusammen und dann bringe ich in einer Schwartenzahn unter Umständen schon einen Riss rein, ja, beim neubauten Instrument. Ja. Also Schwartenzangen müssen besonders trocken sein, wenn man es rein tut. Ja. So, jetzt kommen wir hin. Das zeichnen wir da an und da herum an. Und zwar genau dort, wo der Klotz aufhört und diese Leimluft anfängt. Dass ich weiß, wie weit streiche ich den Leim auf, dass man das ja nicht anpickt. Ja. So, jetzt fischen wir es raus. Hab den Leim vorbereitet. Streich den Klotz an. Oben und unten. Nicht das Modell, sondern wirklich nur den Klotz. Und gehe da her, streich das da an. Und streich das da an. Ja? So. Dann vorsichtig rein tun, dass ich nicht den Leim mit reinwische. Jetzt setze ich das erste Backerl da herum. Das ist das Falsche. Genau, das ist das Richtige. Mit einem Zwinger und schraube das einmal fest. So schaue ich, dass ich das halbwegs in der Mitte habe. Ja? Und mit den Zwingerl kann man da einen gescheiten Druck aufbringen. Das ist jetzt das andere hier unten. So. Und jetzt gehe ich her und klopfe das mit dem Hammer so zu. Das ist genau der Grund, warum ich sozusagen kein Zwinger habe, der eine Spreizung macht, sondern ich mache es genau so. Und da braucht man jetzt eine kanadische Kraft. Nochmal ein bisschen auf. So. Und drehe es fest. In Wirklichkeit war es das. Jetzt lasst man das einmal trocknen anständig. Das sage ich dann im nächsten Video, dann wird das Ganze versäubert. Ja? Und dann kommen die nächsten Zagen drauf. Also das war es für das heutige Video. Wie ihr gesehen habt, ist das Baby leicht. Beim Biegeeisen sollte man aufpassen, dass man sich nicht die Finger verbrennt. Und die richtigen Zwingern zum Aufpressen von den Zagen an die Klötze sind vorteilhaft, weil dort ist nicht so viel Platz drinnen. Ja? Es gibt sogar diese Varianten, dass man so auseinander spreizt mit einem links und einem rechts gewinnt. Nur da kann man dann schwerer sozusagen das zuklopfen mit dem Hammerl. Einfach, du tust da leichter, wenn eine Seite fest ist und eine Seite sozusagen noch nicht ganz fest ist, weil die gibt dann nach, das kann man dann steuern. Und sonst ist es unter Umständen ein bisschen blöder. Wie gesagt, wenn euch das gefallen hat, dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Video wieder. Ansonsten schreibt es, wenn ihr Fragen habt oder Kommentare oder andere Meinungen habt, gerne in die Kommentare. Viert euch! Du magst es mit den anderen Meinungen nicht so, gell? Ja, weil es blöd sind. Nein, es hört man nämlich immer so ein bisschen aus. Warte mal, ich überlege, ob man nicht da eventuell sogar das Filmlicht um mich dran. Ich glaube, das geht so problemlos. Ja, weil mit diesem gelben Licht, das schaut einfach ein bisschen hässlich aus alles. Ja, sehen wir die trotzdem los. Ja, das ist schon klar, ja. Das Mikrofon. Jetzt passt so. Jetzt passt Jetzt nichts besser. mehr. Jetzt passt nichts mehr. Jetzt machen wir ganz eine kurze Pause. Natürlich! Wollen wir uns ja nicht überarbeiten da. Ja, genau. Jetzt sitze ich schon eine halbe Stunde lang. Wenn ich noch länger sitze, falle ich um. Du haust mir da eh nichts am Schädel, oder? Du voraussichtlich nicht. Und auch der Kamera nicht, oder? Du voraussichtlich nicht. Aber dann doch lieber der Kamera als mir.